Herzlich willkommen zum Steuerfrei-Podcast. Mein Name ist Melchior Neumann. An meiner virtuellen Seite sitzt wieder Ken Kuiper. Und in dieser Folge wollen wir über ein Thema sprechen, was viel Harmonie verspricht. So ein bisschen wie über unsere Folge über Steuercoaches, ehrlicherweise. Die kriegt immer noch ganz gut Klicks. Hört da gerne mal rein. Wir sprechen heute über die Steuerberaterrechnung. Das heißt, es ist erstmal grundsätzlich für alle interessant, die einen Steuerberater haben und alle diejenigen, die sich überlegen, ach, mit dem Steuerberater ist das Leben viel schöner. Um es mal so zu sagen, ich habe mal eine Umfrage vor einiger Zeit gemacht auf diesem Kanal, und zwar, wovor habt ihr mehr Angst? Es war ein bisschen anders formuliert, aber im Wesentlichen ging es mir darum, woher habt ihr mehr Angst? Und die Angst vor einer überraschenden Steuernachforderung vom Finanzamt liegt nur kurz vor der Angst vor einer überraschend hohen Steuerberaterrechnung. Und das finde ich ehrlicherweise, ich lache zwar, aber es ist schon ein bisschen gruselig, wenn man sagt, der Steuerberater, wo ich als naiver Mandant denken würde, der bewahrt mich vor Unheil, letztendlich der Typ ist, der mir von hinten in die Beine grätscht mit seiner vollkommen unkalkulierbaren, intransparenten Rechnung. Und über dieses Desaster wollen wir sprechen. Und vor allem wollen wir es erklären, weil ehrlicherweise, wie es so ist bei vielen Dingen auf der Welt, ist, wenn man Dinge versteht, dann sind sie meistens nicht mehr so schlimm und nicht mehr so dramatisch. Aber deswegen dachten wir uns, es ist vielleicht mal ganz gut zu erklären, wie funktionieren eigentlich Steuerberaterrechnungen, weil die funktionieren grundsätzlich anders als in anderen Dienstleistungsbereichen. Da ich ja gar kein Steuerberater bin, denke ich mir, was soll ich mich rechtfertigen? Kann das doch der Steuerberater machen. Also, Ken, rechtfertige dich mal für die schlechten Rechnungen, die du und deine Berufskollegen da ständig durch die Welt schicken. Ich merke schon, ich sitze heute auf der Anklagebank. Interessant. Spaß beiseite. Also vielleicht mal kurz ein paar allgemeine Sachen. Ja, super. Warum ist eigentlich diese Steuerberaterrechnung so was Besonderes? Es gibt normalerweise den Grundsatz der Vertragsfreiheit. Also Melchior kommt zu mir und sagt, ich möchte gerne eine bestimmte Dienstleistung kaufen, und dann verhandeln wir, was Gegenstand der Dienstleistung sein soll, und wir verhandeln dann in der Regel auch einen Preis. Und das führt dann zu einem Vertragsschluss. Verträge kann man ja nicht nur schriftlich machen, sondern auch mündlich oder durch schlüssiges Verhalten. Und dann wird dieser vereinbarte Betrag dann in der Regel abgerechnet. So funktioniert es normalerweise in Deutschland. So ist unser BGB aufgebaut. Das ist grundsätzlich bei den Steuerberatern auch erstmal nichts anderes. Also auch da herrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Es gibt aber bei den Freiberuflern, und das sind sowohl die Steuerberater als auch die Anwälte, als auch Ingenieure, als auch Ärzte, bei diesen ganzen Kammerberufen gibt es die Besonderheit, dass die teilweise zu Beginn des Auftragsverhältnisses noch nicht abschätzen können, wie viel Aufwand wird das denn werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst und würdest sagen, bitte mach meine Einkommensteuererklärung, dann kann ich zwar sagen, ja, ich mache die Einkommensteuererklärung, ich weiß aber vielleicht noch gar nicht, wie viel Arbeit die wird, weil ich weiß nicht, ob du vielleicht noch ein Arbeitszimmer hast. Ich weiß nicht, ob man sonst mit Werbungskosten, mit Handwerkerleistungen irgendwas noch machen muss. Weiß ich alles nicht. Ich kann das im Vorfeld noch nicht richtig abschätzen, wie viel Aufwand das ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich in vielen Fällen schwierig, im Vorfeld ein Honorar zu vereinbaren. Und dafür gibt es dann die sogenannte Steuerberatervergütungsverordnung. Das ist also eine eigene Rechtsverordnung, in der geregelt ist, was darf ein Steuerberater abrechnen, wenn es keine Vereinbarung gibt. Und der Sinn dieser Verordnung ist eigentlich ganz gut, denn der Sinn ist einerseits, dass sie den Steuerberater davor schützen soll, dass der Mandant am Ende sagt, nee, das bezahle ich nicht. Andererseits soll sie aber auch den Mandanten schützen, dass der Mandant weiß, die Steuerberaterrechnung wird sich immer in einem verordnungsrechtlich vorgegebenen Rahmen bewegen. Es ist dann auch relativ egal, ob ich zu dem Steuerberater oder zu dem Steuerberater gehe. Wenn die beide nach Vergütungsverordnung abrechnen, wird der Rahmen ja der gleiche sein. Also das ist so ein bisschen die Idee. Es geht um die Einseitigkeit der Gebührenfestsetzung. Wenn wir nichts gemeinsam vereinbart haben, dann muss der Steuerberater die Möglichkeit bekommen, eine Gebühr einseitig festzusetzen, und diese Gebühr muss aber auch gerichtsfest sein, also muss es klare Regelungen geben, wie sich diese Gebühr dann bemisst. Und genau das ist in dieser Steuerberatervergütungsverordnung geregelt. Das heißt aber auch, ich habe als Mandant immer die Möglichkeit, mit dem Steuerberater auch etwas anderes zu vereinbaren. Und das ist auch direkt der erste Tipp. Das wissen nämlich viele gar nicht. Es gibt teilweise auch Steuerberater, die behaupten, man müsste nach Steuerberatervergütungsverordnung abrechnen und alle würden das Gleiche abrechnen. Das stimmt tatsächlich nicht, sondern Paragraph 4 der Steuerberatervergütungsverordnung sagt ganz klar, der Steuerberater darf mit dem Mandanten ein Honorar vereinbaren. Man muss dann einen gesonderten Vertrag schließen, das nennt sich eine Vergütungsvereinbarung. Und da kann ich sehr viel freier mein Honorar vereinbaren,
als es die Steuerberatervergütungsverordnung zulassen würde. Und wenn der Mandant das unterschreibt, wenn wir uns da beide einig sind, wie das bei Verträgen üblicherweise so ist, dann gilt das und dann geht das auch grundsätzlich der Steuerberatervergütungsverordnung vor. Das ist zum Beispiel das, was ich in meiner Kanzlei gemacht habe. Ich betreue ja nur Finanzdienstleister. Ich habe mich sehr, sehr stark spezialisiert und dadurch weiß ich, es ist relativ egal, ob du ein Ausschließlichkeitsvertreter bei der Hanse Merkur bist oder ob du ein freier Versicherungsmakler bist. Ich weiß, dass der Aufwand ungefähr immer sehr gleich ist. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Ausnahmen, wenn jemand jetzt eine GmbH hat und so, anderes Thema. Aber ich sage mal, der solo-selbstständige Finanzdienstleister, Finanzberater, Versicherungsvermittler, ganz gleich welcher Form, da weiß ich habe immer den und den Grundaufwand, also kann ich mit Pauschalen arbeiten. Das heißt, ich mache eine Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten und da steht drin, du zahlst jeden Monat 200 € für deine Buchhaltung, für den Service, für alles Pipapo und zum Jahresende nochmal 600 € für den Jahresabschluss. Das sind jedenfalls die aktuellen Preise. Das heißt in der Summe 3.000 € im Jahr und da ist alles drin. Und ob du jetzt 80.000 Umsatz machst, ob du 150.000 € Umsatz machst, 30.000 € Umsatz, das beeinflusst meinen Aufwand, den ich als Steuerberater habe, nicht. Das heißt, ich kann das sehr genau steuern, weil ich quasi immer die gleichen Mandanten habe. Also können wir eine sehr transparente Vergütungsvereinbarung treffen. Wenn natürlich der klassische Steuerberater, der ja verschiedenste Branchen berät, das nicht abschätzen kann, wie viel Aufwand macht der eine Mandant, wie viel Aufwand macht der andere Mandant, dann bleibt eben häufig nur die Steuerberatervergütungsverordnung und die wirkt dann für viele intransparent. Aber mit ein bisschen Verhandlungsgeschick kann man durchaus versuchen, eine Pauschalvergütungsvereinbarung, also eine gesonderte Vergütungsvereinbarung zu machen und dort bestimmte Pauschalen festzuziehen. Das sollte man ruhig anregen, weil die Möglichkeit wird von der Verordnung ausdrücklich vorgesehen und viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Also man kann mit einer Vereinbarung die Vergütung sehr viel transparenter gestalten, wenn man das will. Genau, und da sagtest du, das ist eigentlich auch schon der erste wichtige Tipp, weil und das höre ich wirklich auch immer wieder, Steuerberater sagen halt, nee, das geht nicht, so muss ich abrechnen. Das ist zugegebenermaßen halt auch erstens bequem und zweitens ist das natürlich auch die einfachste Diskussion, die man haben kann. Stellen wir uns mal vor, ich als Webdesigner, ich baue Webseiten und dann gibt es eine Verordnung, ein Gesetz, das mir vorschreibt, was ich vorschreiben kann. Natürlich sage ich dann hier, so muss ich abrechnen. Ist ja auch viel einfacher und ich gehe damit quasi jeglicher preislichen Diskussionen und Verhandlungen irgendwie aus dem Weg. Deswegen grundsätzlich nachvollziehbar. Man sollte nur wissen, man kann auch anders abrechnen. Ich meine, so wie du abrechnest, das ist ja relativ, also was ist relativ? Das ist super transparent. Ich weiß es halt von vornherein, was zahle ich monatlich, 200 € und einmal im Jahr, wenn halt der ganze jährliche Kram gemacht werden muss, nochmal 600 €. Das weiß ich vorher und dann kann ich damit kalkulieren. Das, was ich mitbekomme, was ganz häufig ein Thema ist, dass man einfach überrascht wird, wie hoch die Rechnung ist. Und das kommt daher, was der Aufhänger, also was ist eigentlich der Faktor? Das ist bei so der Buchhaltung oder so einem Jahresabschluss nämlich gar nicht oder in ganz vielen Fällen gar nicht der tatsächliche Zeitaufwand oder wie viele Belege das eigentlich sind, sondern sind häufig sogenannte Gegenstandswerte. Das heißt, orientiert sich dann die Höhe der Steuerberaterrechnung erstens nicht am Aufwand und zweitens ganz, ganz wichtig, auch nicht am Ergebnis, also auch nicht danach, wie viel Steuererstattung ich jetzt irgendwie bekommen habe. Die Diskussion die habe ich in meinem Leben schon ganz, ganz häufig geführt. Die ist ehrlicherweise eigentlich ein bisschen witzig, wenn man den Zusammenhang versteht. Ich hole da mal ein bisschen aus. Wenn ich mich als Steuerberater nur nach dem Ergebnis bezahlen lassen würde, also wie viel Nachzahlung oder wie viel Erstattung gibt es am Jahresende? Ich würde den Deal immer eingehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Nachzahlung oder die Erstattung am Jahresende oder wenn halt der Steuerbescheid kommt, richtet sich ja erstens danach, wie viel habe ich verdient und welche Steuer resultiert daraus und zweitens aus dem, was ich unterjährig vorausgezahlt habe. Und wenn ich als Berater hingehen würde und sagen würde, ich kann meine, keine Ahnung, ich nehme 30% von der Steuererstattung, sehr, sehr platt, kommen wir vielleicht noch gleich darauf, warum das, also ist sowieso eine doofe Idee, dann wäre das Erste, was ich machen würde, ich würde halt die quartalsweisen Steuervorauszahlungen einfach so hochsetzen, dass ich weiß, dass die Erstattung so wahnsinnig hoch ist. Und deswegen ist der Maßstab von so viel darf ein Steuerberater verdienen, weil das war ja das Ergebnis, passt sowieso nicht, weil der Job eines Steuerberaters ist ja nicht am Jahresende irgendwie da noch ein paar Kröten rauszuholen. Ich würde sogar so weit gehen, eigentlich ist jegliche Steuererstattung oder Nachzahlung eigentlich eher suboptimal. Eigentlich möchte man, wenn man seine Steuererklärung, seinen Steuerbescheid abgegeben
gegeben hat, idealerweise keinen zu hohen Betrag nachzahlen oder zurückbekommen, weil das würde bedeuten, man hat unterjährig ziemlich genau den richtigen Betrag gezahlt. Wenn es da große Erstattungen oder Rückzahlungen, Nachzahlungen gibt, dann bedeutet das, man hat unterjährig halt vielleicht einen Forecast gemacht, den Überblick nicht behalten, der einfach diese Vorauszahlung nicht angepasst. Danach orientiert es sich nicht. Es orientiert sich nicht am einem vermeintlichen Steuersparergebnis. Es orientiert sich auch nicht zwingend am Zeitaufwand, sondern nach diesen ominösen Gegenstandswerten. Und das ist tatsächlich manchmal ein bisschen tricky, weil man diese Gegenstandswerte halt laufend noch nicht kennt. Also ich kenne selber für mein Unternehmen meine Gegenstandswerte für dieses Jahr noch nicht, weil das Jahr halt noch läuft. Und das macht es manchmal ein bisschen kompliziert und deswegen hat man manchmal bei einer Steuerberaterrechnung das ähnliche Gefühl wie bei einem Steuerbescheid, dass man eigentlich erst nach dem Jahr sagen kann, wie teuer das Jahr denn eigentlich wird, wenn man denn so nach diesen Gegenstandswerten abrechnet. Wie gesagt, muss man nicht machen. Aber Ken, du bist besser in der Position, mir zu erzählen, was sind denn eigentlich Gegenstandswerte? Wie ist denn so ganz grob die Rechnung, wenn ich so vorgehen würde, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Ja, also wir können ja mal es anhand von einem Beispiel festmachen. Es gibt 2 Faktoren. Das eine ist der Gegenstandswert, das andere ist der Gebührensatz. Also wenn ich jetzt sage, ich habe keine Vereinbarung getroffen, wir rechnen nach dieser Steuerberatervergütungsverordnung ab, dann muss der Steuerberater als allererstes mal hingehen und muss seine ganzen Leistungen zusammenrechnen. Was hat er denn alles so gemacht? Das ist alles haarklein in dieser Vergütungsverordnung geregelt. Ich habe jetzt hier nebenbei mal einen Online-Rechner aufgemacht, steuerberatervergütung.de. Da kann man sowas beispielsweise auch mal für sich selber durchrechnen. Und wir können ja jetzt einfach mal den Fall machen, wir sind ein Gewerbebetreibender und wir machen eine Bilanz, eine Bilanzierung. Ja, wir sind jetzt nicht irgendwie handelsrechtlich noch irgendwie Kaufmann, aber wir kommen über die 80.000 Euro Gewinn drüber. Also unterstellen wir mal, unser Umsatz wäre jetzt, oder beziehungsweise machen wir lieber eine Einnahmenüberschussrechnung, das kriege ich schneller gerechnet. Sagen wir mal, unser Umsatz wären jetzt 80.000 und unser Gewinn wären 60.000. Dann wäre das Erste, was der Steuerberater in seiner Gebührenrechnung macht, die ganzen Leistungen zusammenzuziehen. Das ist also die IÜR, die Einkommensteuererklärung, die Gewerbesteuererklärung, die Umsatzsteuererklärung, die laufende Buchhaltung und vielleicht noch Prüfung von Bescheiden. Und ab und zu wirst du wahrscheinlich auch mal eine steuerliche Frage haben. Das heißt, ein bisschen Steuerberatung käme da wahrscheinlich auch noch drauf. Und jetzt gibt es eben diese 2 Faktoren, der Gegenstandswert und den Gebührensatz. Beim Gegenstandswert muss man jetzt genau schauen, wovon sprechen wir. Bei der Einkommensteuererklärung ist beispielsweise das Einkommen der Gegenstandswert. Bei einer laufenden Buchführung wäre es beispielsweise der Umsatz oder die Kosten, je nachdem, welcher dieser Beträge höher sind. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eingeben würde, also sagen wir mal Einkommensteuererklärung, Gewinn haben wir gesagt 60.000, tun wir mal so, als wäre das auch das Einkommen. Da kommen natürlich noch Krankenversicherungsbeiträge und so weiter ab, ist klar. Dann gebe ich das schon mal hier in meinen Rechner ein. Gewerbesteuererklärung wäre es der Gewerbeertrag, sagen wir auch da einfach mal 60.000, das kriegt man relativ schnell gerechnet. Bei der Umsatzsteuererklärung wäre der Gegenstandswert der Umsatz, also da würden wir dann 80.000 zum Beispiel nehmen. Bei der laufenden Buchhaltung würden wir auch grundsätzlich den Umsatz nehmen und dann hätten wir noch Prüfung von Bescheiden drin und Einnahmenüberschussrechnung würden wir auch den Umsatz, meine ich, nehmen. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ob es Umsatz oder Gewinn ist, aber unterstellen wir mal, der Umsatz wäre korrekt. Ich meine, es wäre so. Dann würde ich, wenn ich jetzt auf Berechnung gehe, ungefähr auf einen Betrag von 2,5 im Jahr kommen. Plus, minus, was das kosten wird. Das alles unterstellt, dass wir den Mittelsatz nehmen, also den mittleren Gebührensatz. Und da muss man jetzt eine Sache wissen. Also das eine ist dieser Gegenstandswert, der wird sozusagen von dir als Unternehmer beeinflusst, weil du machst ja entsprechenden Umsatz oder Gewinn. Die andere Seite ist der Gebührensatz. Da hat der Steuerberater eine gewisse Varianz drin, wie hoch dieser Gebührensatz ist. Es gibt die sogenannte Mittelgebühr. Das ist eigentlich der Standardfall. Wenn jetzt, also Mittelgebühr wären dann beispielsweise so und so viel Zehntel, da gibt es festgeschriebene Sätze. Und es gibt aber gleichzeitig auch den Mindestsatz und den Höchstsatz. Und jetzt kann ich hingehen als Steuerberater und kann sagen, das war ein besonders schwerer Fall, weil der Melchior hatte vielleicht in seiner Gewinnermittlung ein ganz besonderes Thema. Der hat jetzt auf einmal Krypto gekauft in seiner GmbH und ich muss das jetzt alles auseinander dividieren und das ist super viel Arbeit. Dann könnte ich sagen, ich gehe mit dem Satz ein bisschen hoch. Dementsprechend steigt natürlich auch die Gebühr. Wenn ich jetzt sage, nee, der Melchior war besonders wenig Arbeit, weil der hat alles so perfekt vorbereitet, ich brauchte nur die Daten aus irgendeiner Software per Schnittstelle abzurufen. Es war alles perfekt, die Belege waren alle da. Ich habe einfach fast keine Zeit gebraucht. Dann sinkt der Gebührensatz, dann kann ich bis zur Mindestgebühr runtergehen. Also es gibt einen bestimmten Rahmen, es gibt immer die Mindestgebühr, es gibt die Höchstgebühr. Die liegen teilweise sehr weit auseinander und genau in der Mitte liegt die Mittelgebühr und das ist eigentlich der Standardfall. Also die Steuerberater
müssen quasi die Mittelgebühr abrechnen und wenn sie es begründen können, können sie auch einen Ticken höher gehen oder einen Ticken niedriger. Aber sie müssen es begründen können, es muss einen Anlass geben. Und das wäre tatsächlich auch der zweite Tipp dann. Ich sag mal, an den Gegenstandswerten an sich kann man natürlich schwer was drehen und die kennt man im Vorfeld auch nicht. Aber wo man natürlich was dran drehen kann, ist am Gebührensatz. Das heißt, wenn ich ein Mandant bin, der alles ordentlich vorbereitet, bei dem der Steuerberater sehr schnell mit der Arbeit durch ist, dann ist das aus meiner Sicht schon mal keine verkehrte Sache, weil dann spare ich mir wahrscheinlich Geld. Ich habe zum Beispiel einen Mandanten, da sind wir an der Gewinnermittlung dran. Wir reden von einer Einnahmenüberschussrechnung, wir reden von einer Einkommensteuererklärung und das ist es auch bei einem steuerbefreiten Finanzdienstleister. Und wir sind jetzt schon seit 8 Wochen in dem Prozess, diese Steuererklärung zu machen, weil ich die ganze Zeit Unterlagen nachfordern muss und weil die ganzen Unterlagen, die ich nachfordern muss, immer nur vereinzelt kommen. Ich habe den Beleg hochgeladen. Dann frage ich, ja, was ist denn mit den anderen 3 Belegen, die ich angefordert habe? Ja, die kommen Ende der Woche. So, das heißt, wir befinden uns da in einer fast schon Doktorarbeit, diese eigentlich relativ kleine Steuererklärung fertig zu bekommen. Wir reden da von, weiß ich nicht, 50.000 Euro Einkommen. Am Ende wird diese Steuererklärung wahrscheinlich auch 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten. Aber nicht, weil sie so viel hätte kosten müssen, sondern weil wir die ganze Zeit immer Unterlagen hin und her schieben und weil eben nichts gebündelt kommt, so wie man sich das eigentlich als Steuerberater vorstellt. Das heißt, wenn man mit Mandanten zu tun hat, die eben, ich sag mal, die Belege in einem Schuhkarton abliefern, war jetzt in dem Fall nicht ganz so schlimm, aber Belege in einem Schuhkarton und dann muss ich noch 8 Rückfragen stellen, dann werde ich natürlich bei der Gebührenfestsetzung meinen Gebührensatz etwas höher ansetzen, weil ich sage, ich habe deutlich mehr Zeit gebraucht, um diesen Fall zu machen und vor allem habe ich deshalb mehr Zeit gebraucht, weil der Mandant eben nicht so geliefert hat, wie es vereinbart gewesen ist. Umgekehrt, wenn ich alles perfekt bekomme, kann es auch sein, dass ich so eine Steuererklärung relativ schnell fertig habe. Und dann würde ich auch hingehen, wenn ich denn nicht diese Pauschalen hätte und würde auch entsprechend den Satz nach unten setzen. Weil ich kann es eigentlich nicht vertreten, die Mittelgebühr abzurechnen, wenn alles perfekt vorbereitet ist, ich keinerlei Rückfragen habe und es dann sogar noch schnell geht, dann wäre ich schon geneigt, auch den niedrigeren Satz anzusetzen. Das heißt, man kann als Mandant die Höhe der Gebühr durchaus beeinflussen, indem man eben auch vernünftig mitwirkt, indem man mit dem Steuerberater sich einen guten Workflow überlegt, wie kannst du die Unterlagen, die Bankbuchungen, die Kontoauszüge, all diese ganzen Sachen, wie kannst du die möglichst gut gebündelt haben? Was brauchst du alles, lieber Steuerberater? Weil wenn alles vorliegt, ist es meistens gar nicht so das große Problem, eine Steuererklärung zu machen. Das Problem taucht immer nur auf, wenn du noch 3-mal nachfragen musst. Und das beeinflusst durchaus auch die Höhe der Gebühren. Das wäre also auf jeden Fall mein Tipp. Und man kann natürlich auch mit dem Steuerberater, wenn man mal eine Zeit lang zusammengearbeitet hat, selbst wenn man am Anfang sagt, wir rechnen nach Vergütungsverordnung ab, man kann ja auch im Laufe der Zeit mal nachfragen, ja, wie viel Zeitaufwand brauchst du denn eigentlich? Können wir nicht hier irgendeine Pauschale mal finden, damit das für mich besser kalkulierbar ist? Können wir das nicht mal deckeln? Weil das muss man auch dazu sagen, der Aufwand steigt nicht, nur weil ich mehr Umsatz mache. Also es kann sein, dass ich in einem Mandanten mit 150.000 Euro Umsatz weniger Arbeit habe, als in einem Mandanten mit 30.000 Euro Umsatz. Also da ist sicherlich ein bisschen Verhandlungsspielraum da. Deswegen das würde ich einfach überlegen, im Laufe der Zeit auch nochmal anzusprechen, wie kann man da noch was dran drehen, weil wirklich sinnvoll ist es nicht, dass die Gebühren steigen, wenn ich jetzt mehr Umsatz mache, zumindest mal nicht in dem Rahmen. Man muss eine Sache beachten, diese Gegenstandswerte decken ja nicht nur den Aufwand ab, sondern auch das Haftungsrisiko des Steuerberaters. Wenn ich jetzt eine GmbH für 3 Millionen Euro oder mit 3 Millionen Jahresumsatz buche, da kann ich viel mehr falsch machen als ein Solo-Selbstständiger mit 100.000 Euro Jahresumsatz. Also das wird natürlich von den Gegenstandswerten teilweise auch abgedeckt. Aber deswegen, da ist durchaus Verhandlungsspielraum drin. Man kann durch eine aktive Mitwirkung den Gebührensatz zumindest etwas nach unten bringen. Und man kann sich eben im Vorfeld auch vom Steuerberater mal rechnen lassen, wenn ich denn ungefähr so und so viel Umsatz und Gewinn machen würde, wo würden wir denn dann landen? Das kann man durchaus im Vorfeld mal kalkulieren lassen. Das ist auch kein Problem. Gibt es Rechner im Internet, kann der Steuerberater aber sicherlich auch einmal eine Probeberechnung machen. Ja, also das ist auch meine Empfehlung. Also die Webseite, die verlinken wir gerne überall, Videobeschreibungen, Shownotes und so weiter. Das würde ich generell auch einfach, um das besser nachzuvollziehen, jedem empfehlen. Einfach mal einzutragen, selbst wenn man keinen Steuerberater hat, dann kann man da einfach mal die eigenen Werte eintragen. Wie gesagt, die vom Laufenden kennt man ja noch nicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem, auch wenn man quasi als Steuerberatung die Frage bekommt, wie hoch ist denn die Rechnung? Ja. Es kommt halt drauf an, aber die Zahlen vom letzten Jahr kennt man ja. Und wenn man kann ja auch seinen Umsatz zum Beispiel ganz gut schätzen oder sein wahrscheinliches Einkommen. Und das
schwankt jetzt ja auch nicht so extrem. Also das kann man sich ja auch grundsätzlich gut einmal einschätzen. Und dann weiß man, wie du sagst, schon so ungefähr, wo ist man eigentlich in dem Korridor, in dem so ein Steuerberater abrechnen kann. Das hilft einem auch, erstmal, um das Ganze zu verstehen, und natürlich gibt einem das auch so ein bisschen Argumentationsgrundlage, wenn man dann tatsächlich mit seinem Steuerberater sprechen muss. Was ich mitbekomme, ist, dass es für viele eine absolute Blackbox ist, dass sie gar nicht wissen, wie sich das eigentlich herleitet. Ist da jetzt noch Luft drin oder nicht und wie viel Arbeit ist das eigentlich? Ich denke da immer ganz gerne an meine Mama, die sich einmal im Jahr hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt meine Steuern. Und ich mache jetzt mal meine Steuern, war quasi einfach alles. Sie hat ihre Buchhaltung gemacht, ihre Gewinnermittlung gemacht, sie hat ihre Umsatzsteuererklärung gemacht und die Einkommensteuererklärung gemacht. Die hat eigentlich alles gemacht. Und sie hat aber einmal im Jahr sich hingesetzt und gesagt, ich mache meine Steuern. Dass das unterm Strich ganz viele Einzelaufgaben sind, die sie da erledigt hat. Und dass diese Einzelaufgaben natürlich auch vom Steuerberater gemacht werden und die natürlich auch einzeln Geld kosten. Das ist für jemanden, der das jetzt nicht, ich will mal sagen, regelmäßig macht und da jetzt auch kein Grundverständnis für hat, was da eigentlich getan werden muss, natürlich irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Deswegen würde ich empfehlen, auf jeden Fall die eigenen Zahlen, Daten, Werte einfach mal einzutragen. Dann sieht man auch schon mal, ist der eigene Steuerberater eher teurer oder günstiger, oder aber auch, wenn man einen sucht. Also ich würde immer vorher nach dem Preis fragen. Man muss sich dem nicht hingeben, sondern man braucht ja irgendeine Diskussionsgrundlage. Und dann ist tatsächlich, das hast du so ein bisschen angesprochen, die beste Preisverhandlung, die man haben kann, ist von vornherein hinzugehen und zu sagen, was muss ich denn machen, damit die Rechnung nicht so hoch ist? Oder was muss ich machen, um nur den Mindestsatz zu bezahlen? Und dann wird er vielleicht auch sagen, oder sie wird sagen, nee, das kriegen wir nicht hin. Aber wenn du das und das und das und das machst, dann können wir günstiger abrechnen. Dann diskutiert man nie über den Preis, weil das ist rein preisverhandlungstechnisch immer blöd zu sagen, das ist mir zu teuer, weil das daraus resultierende Gespräch aus so einem Kommentar ist nie konstruktiv. Da diskutiert man dann über Wertigkeit von Arbeit und ob der eine das wert ist oder nicht und ob das zu viel war oder nicht. Es geht ganz schnell in eine Richtung, wo eine der beiden Seiten halt irgendwie blöd dasteht. Wenn man aber sagt, was muss ich denn machen, damit die Rechnung nächstes Mal niedriger ist? Oder halt idealerweise direkt schon, wenn man den Vertrag schließt, was muss ich denn machen, um die Mindestgebühr zu bezahlen? Dann spricht man von vornherein gleich in die Richtung, wie arbeitet man effizient zusammen und wie kriegt man den ganzen Prozess besser gestaltet. Diese Frage sorgt von vornherein für ein deutlich konstruktiveres Miteinander, weil man halt nicht mehr fragt, geht das, oder man beschwert sich nur, sondern man fragt von vornherein, wie können wir das zusammen gemeinsam möglichst effizient hinbekommen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass eine top vorbereitete Einkommensteuererklärung beispielsweise, da verdient man auch mit dem Mindestsatz noch genug Geld. Dann muss sie aber auch top vorbereitet sein, alles muss da sein und vorsortiert sein und so weiter. Dann ist das für einen Steuerberater immer noch auch ein Geschäft, an dem man nicht zugrunde geht, um es mal so zu sagen. Und was natürlich auch der Fall ist, und das muss man, glaube ich, einfach auch sagen, das ist so ein bisschen dadurch, dass man so diesen Gestaltungsspielraum hat von, das war jetzt ein bisschen mehr Aufwand oder weniger oder es war ordentlicher oder gab es ein bisschen mehr zu tun und so weiter. Das ist ja ein intransparenter Prozess, ganz, ganz häufig, weil da sitzt dann halt irgendjemand und sagt, okay, ich setze das jetzt mal so fest. Zugegebenermaßen, also das, was ich beobachte, ist der Auslöser, warum dann ein bisschen mehr abgerechnet wird oder nicht, auch ganz häufig einfach, wie viel Zeit wurde denn darauf verbracht. Und das kann ineffiziente Arbeitsweise sein, das kann natürlich auch irgendwie faktische Dinge sein, dass es tatsächlich irgendwas gab, was komplizierter zu lösen war, aber man guckt dann in der Kanzlei ganz häufig, wie ist denn der Deckungsbeitrag Mandant XY. Und dann hat man natürlich irgendwie das Ziel, da einen positiven Beitrag irgendwie zu haben. Dieses Gespräch findet selten mit dem Mandant zusammen statt, sondern findet dann halt irgendwo zwischen Sachbearbeiter und Kanzleileitung statt oder wem auch immer. Und das sollte man vielleicht auch einfach einfordern. Man kann sich als Mandant hinstellen und sagen, ich möchte gerne einmal die Rechnung kurz verstehen, können wir da mal Stück für Stück durchgehen. Sollte man machen. Oder halt, und da bin ich der größte Fan von, wirklich so Deals zu haben, wie Ken jetzt auch gesagt hat. Dass man sagt von vornherein, es gibt Pauschalpreise. Das geht halt in der Regel nur bei Steuerberatern, die sich wirklich spezialisiert haben. Die genau wissen, was steckt an Arbeit dahinter und so weiter. Das finde ich persönlich aber den fairsten Deal, zu sagen, ich zahle jeden Monat einfach immer das Gleiche. Und Ken, du wirst mit Sicherheit auch zu einem Punkt kommen, dass du irgendwann sagst, das trägt sich nicht. Dann wirst du irgendwann deine Preise anheben. Das ist aber wie bei jedem Dienstleistungsgeschäft auf dieser Welt. Wir haben alle Inflation und steigende Kosten und so weiter. Und dann werden von Zeit zu Zeit irgendwann mal auch Pauschalen angehoben. Aber wenn ich jetzt Mandant bei dir werden würde, dann wüsste ich schon, was ich im November nächsten Jahres dir wahrscheinlich überweisen muss oder du abbuchst oder wie auch immer. Und das ist meiner persönlichen Meinung der cleanste und fairste Deal, und das kann man einfordern. Das ist rechtlich möglich, und wenn der Steuerberater das nicht möchte, dann heißt es meistens, er will es nicht. Und dann muss man sich überlegen, ob
der Steuerberater es dann trotzdem wert ist, mit nach einer anderen Berechnungsmethodik der Rechnung beauftragt zu werden, oder ob man dann sagt, okay, nee, das ist für mich halt einfach ein wichtiger Fakt in der Zusammenarbeit und dann sucht man sich halt jemand anderes. Das geht ja. Man kann sich ja seine Dienstleister frei aussuchen. Das, was du gerade zuletzt gesagt hast, das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Also die Frage, was ist mir ein Steuerberater wert, die kann ja der Steuerberater gar nicht beantworten. Das Problem, was man als Steuerberater immer hat, ist, man kann natürlich den Wert der Dienstleistung schwer in Geld umrechnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marketingagentur habe und die Marketingagentur soll Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen schalten, da kann man sehr genau den Wert ermitteln, weil die können mir genau sagen, du hast 1.000 Euro ausgegeben, du hast 8.000 Euro Umsatz mehr in der Tasche, also unsere Dienstleistung könnte theoretisch bis zu 7.000 Euro wert sein. Wenn wir 3.000 Euro abrechnen, ist es total fair. Also in anderen Bereichen gibt es das, dass du wirklich den Wert einer Leistung sehr klar in Euro bemessen kannst. Beim Steuerberater gibt es das nicht. Aber man muss ja überlegen, was ist eigentlich der Vorteil, den ich habe, wenn ich einen Steuerberater habe? Ich habe aus meiner Sicht eigentlich 3 Dinge. Ich habe Rechtssicherheit. So sollte es jedenfalls sein, dass also der Steuerberater mich vor Schaden bewahrt, dass der auch in der Kommunikation mit dem Finanzamt eben alles so macht, dass es zu meinem Optimum ist. Ich habe möglicherweise eine Steuerersparnis. Also ein guter Steuerberater sorgt auch dafür, dass ich weniger Steuern zahle durch bestimmte Beratungen, durch den Ansatz bestimmter Dinge, die ich eben noch ansetzen kann und solche Sachen. Und im Idealfall spare ich mir sogar Zeit, weil mir der Steuerberater auch dabei hilft, einen Workflow zu etablieren, mit dem ich meine Buchhaltung relativ schnell gemacht habe. Weil man muss sich ja auch immer überlegen, kann ich es überhaupt selber machen? Also gerade am Anfang bei der Einnahmenüberschussrechnung würde ich sagen, ja, mit Hilfe von guten Software-Tools kann man eine Einnahmenüberschussrechnung auch noch selber machen und eine kleinere Buchhaltung. Auch eine Einkommensteuererklärung kann man theoretisch auch noch selber machen, wenn man sich reinfuchst. Aber ich sag mal, sobald es in die Bilanzierungspflicht geht, wird man es faktisch kaum noch selber machen können. Oder man müsste sich für 100, 200 Euro im Monat irgendwelche richtig professionellen Buchführungssysteme zulegen, sich dann auch noch mit Sollanhaben und Buchungslogik in der DATEV-Welt im SKR 03 aneignen und dann müsste man noch jeden Monat da sitzen und wahrscheinlich mehrere Stunden die Buchhaltung eingeben. Und ob das dann wirklich so viel mehr spart, ist dann ja auch wieder die Frage. Also es ist schwer zu bemessen in Euros, aber der Punkt ist, ein guter Steuerberater spielt eigentlich sein Geld zum Teil wieder rein. Eigentlich sogar komplett, aber zumindest mal zu einem Teil, durch Zeitersparnis, durch Steuerersparnis und einfach durch das Gefühl, dass du nicht irgendwelche teuren Fehler machst. Aber der Punkt ist natürlich, ein schlechter Steuerberater, da ist jede Gebührenrechnung zu teuer. Da ist aber nicht die Lösung, über die einzelnen Positionen der Gebührenrechnung zu diskutieren. Die Lösung ist zu versuchen, einen guten Steuerberater zu finden. Aber ich kann aus meinem Alltag sagen, wenn du einen guten Steuerberater hast, dann ist es das auch wert als Mandant und dann fühlst du dich da auch gut aufgehoben. Und deswegen, das ist natürlich die Grundbedingung, von denen wir sprechen. Aber dann wird, denke ich, das Honorar in den meisten Fällen auch in Ordnung sein, was der Steuerberater abrechnet. Und das ist aber natürlich wichtig, dass man auch den Wert für sich erkennt und den kriegt man nur hin, wenn man einen guten Steuerberater hat. Wenn du einen Steuerberater hast, bei dem du das Gefühl hast, dass er nicht allzu kompetent ist, bei dem du das Gefühl hast, dass er eher fürs Finanzamt als für dich arbeitet und bei dem du das Gefühl hast, dass er den Prozess sogar noch verkompliziert, weil er sagt, ich nutze kein LexOffice, schick mir das lieber per Post. Alles schon erlebt. Wenn du so einen Steuerberater hast, dann ist natürlich jedes Honorar. Braucht die Rechnung alle ausgedruckt. Ja, also das gibt's ja auch. Ich will ja jetzt kein Bashing betreiben und ich glaube, dass die allermeisten Kollegen auch einen guten Job machen, aber ich höre trotzdem immer wieder von Selbstständigen, die also dann sagen, ja, zum Beispiel ein Steuerberaterkollege, der dann sagt, die und die Leistung ist steuerpflichtig. Und jetzt stellt sich dann im Rahmen der Mandatsübernahme raus, dass die Leistung scheinbar doch steuerfrei ist. Das heißt, da wurden jetzt lange Zeit falsche Rechnungen geschrieben. Musst du jetzt alles wieder korrigieren. Also quasi Rechtsanwendungsfehler. Passiert teilweise auch Steuerberatern. Und das ist natürlich unglücklich, wenn du als Mandant dann plötzlich rechtliche Nachteile hast, Probleme hast, weil der Steuerberater dich falsch beraten hat. Oder ich habe einen anderen Mandanten, da wurde beispielsweise eine Betriebsaufspaltung übersehen. Und das ist ein ziemlich teurer Spaß gewesen, das alles wieder einigermaßen, ich sag mal, im Schaden zu begrenzen. Aufgelöst kriegt man sowas eh nicht mehr, aber zumindest mal Schadensbegrenzung. Da reden wir von 5-stelligen Beträgen, die da teilweise in den Sand gesetzt wurden durch eine Schlechtberatung. Da ist jede Rechnung zu teuer, wenn sowas passiert. Ne? Und genauso auch, wie gesagt, ich kenne wie viele Selbstständige berichten mir, dass viele Steuerberater sagen, nee, also mit LexOffice und Safdesk, da arbeiten wir nicht. Wenn, dann nutzt ihr bitte DATEV-Unternehmen online. Sondern die Selbstständigen, die brechen teilweise aus dem Strahl, weil sie sagen, ich will nicht DATEV-Unternehmen online nutzen. Die Software ist nicht schlecht.
gar keine Frage. Aber ich bin der Meinung, lass doch den Mandant entscheiden, mit welchem Tool er am besten zurechtkommt. Weil für mich als Berater ist es egal. Ich habe eine Datev-Schnittstelle und kann mir die Daten rausziehen. Das ist mir relativ egal, ob ich Unternehmen online nutze, ob ich jetzt Safdesk, LexOffice, Accountable, ist mir alles egal. Ich kriege die Daten mit der Datev-Schnittstelle sowieso in mein System. Aber da gibt es dann auch Kollegen, die sagen, nee, das machen wir nicht. Und dann werden irgendwelche LexOffice-Rechnungen ausgedruckt. Dann wird dann doch wieder der Kontoauszug ausgedruckt. Das führt auf einmal zu doppeltem Aufwand. Also mag es alles geben, habe ich alles gehört. Aber in dem Fall ist der Steuerberaterwechsel der richtige und nicht darüber zu diskutieren, ob man den Preis noch drücken kann, weil das löst das Problem nicht. Am Ende des Tages muss die Dienstleistung für dich einen Wert haben. Und dann glaube ich schon, dass die Steuerberatervergütungsverordnung, so wie sie ist, auch einen Rahmen vorgibt, der auch angemessen ist. Jedenfalls in den meisten Fällen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe zum Beispiel auch schon Fälle gehabt, eine GmbH, die nichts gemacht hat, außer ein Bauprojekt zu planen. Also da war 300.000 € an halbfertigem, also so ein angefangener Bau, so ein Grundstück war da drin, unbebaut und eine Baugenehmigung, die aktiviert war. Und ansonsten war da nichts drin. So, und die Steuerberatervergütungsverordnung sagt, aufgrund des Gegenstandswerts, weil die Bilanzsumme so hoch ist, musst du jetzt 3.000 € abrechnen. Das war dann teilweise schon die Mindestgebühr. Ich glaube 2.000 oder 3.000 €, wo ich auch gesagt habe, ey, die Bilanz, die mache ich in 3 Stunden. Da rechne ich doch jetzt nicht 3.000 € ab. Also wirklich, Bilanz, Steuererklärung, dauert nicht lang. Das heißt, da gehe ich teilweise auch hin und mache eine Vergütungsvereinbarung, weil du mit der Vergütungsvereinbarung sogar den Mindestsatz noch unterschreiten darfst. In manchen Fällen macht es Sinn. Oder wenn jemand kommt, der ist reiner Arbeitnehmer, 100.000 € Bruttoarbeitslohn, dann müsstest du nach Vergütungsverordnung eigentlich für die Steuererklärung auch schon mehrere 100 € abrechnen. Du wärst dann im oberen dreistelligen Bereich, selbst mit der Mindestgebühr, weil ja der Gegenstandswert so hoch ist. Nur diese Steuererklärung ist in einer Stunde gemacht. Das kann ich dann auch vom Gewissen her nicht vertreten, das abzurechnen, auch wenn es die Vergütungsverordnung zulässt. Also wird eine Vergütungsvereinbarung gemacht, die dann eine Pauschale festsetzt. Und die darf auch die Werte der Vergütungsverordnung unterstreiten. Das darf kein Dumping sein. Es muss immer noch in einem angemessenen Verhältnis zur Arbeit stehen. Aber das kann man ja durchaus auch machen. Ja, das heißt also, das Thema ist nicht schwarz-weiß. Ich würde das empfehlen mit dieser Vergütungsvereinbarung. Ich würde da einfach ins Gespräch gehen. Aber viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie ein paar Euro auf der Rechnung plus minus, dass man einen Steuerberater hat, der überhaupt sein Geld wert ist. Weil dann ist es auch relativ egal, wie hoch die Rechnung ist. Dann bin ich der Überzeugung, rechnet sich das für einen selber auch. Einmal der Vollständigkeit halber zu sagen, die Datev ist ein absolutes Scheißprogramm. Ich habe letztens irgendeinen Kommentar bekommen, ihr sagt das immer so und ich dachte mir, nee, sehe ich gar nicht so. Deswegen an alle, die Kommentare schreiben wollen, ich finde Datev ganz, ganz schlimm. Es ist leider alternativlos. Deswegen arbeite ich auch damit. Aber es ist ganz klar halt auch nicht für die Leute gebaut, die damit nicht jeden Tag arbeiten. Aber ich glaube, den Punkt, den du machst, der ist vollkommen klar und ich finde immer den Vergleich zu jemandem, der Webseiten baut, auch fantastisch. Wenn ich eine billige Webseite bekomme und ich mich anschließend dafür schäme und jedes Mal sage, oh, ich habe deine Webseite besucht und man sich jedes Mal denkt, so Gott, oh nein, das hat noch jemand gesehen, dann war diese Webseite zu teuer, auch wenn sie nur 500 € gekostet hat. Dann wäre es besser gewesen, vielleicht gar keine zu haben. Und genauso ist es beim Steuerberater, genauso ist es beim Webdesigner, der Webseiten baut. Das heißt, der wichtige Schritt ist auch beim Preis wirklich von vornherein Dinge klar ansprechen und da muss man sich auch nicht schlecht fühlen. Ich kriege das bei vielen mit, dass die sich unwohl fühlen, solche Themen anzusprechen, weil sie einfach bei den steuerfachlichen Dingen nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Das ist ja aber auch vollkommen normal. Das ist im Gesundheitsbereich, das ist im Rechtsbereich, das ist bei ganz vielen Dingen so, dass wir nicht so viel Ahnung haben wie der Dienstleister. Das ist auch vollkommen normal. Das ist hoffentlich bei dem Webdesigner auch genauso, dass er viel besser weiß, wie nur eine Webseite aufgebaut sein muss. Und das sehe ich als eine Kernkompetenz von Beratern an, dass man halt dann so kommunizieren kann, dass man trotzdem auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und wenn man beim Steuerberater das Gefühl hat, man kann Dinge nicht ansprechen oder das kommt gleich irgendwie komisch oder so, dann ist das schon mal ein starker Indikator, dass das vielleicht nicht der richtige ist. Weil gehört für mich ganz klar dazu, zum Thema, wann ist ein Steuerberater eigentlich ein guter Steuerberater? Und da kommen wir vielleicht dazu, weil du gesagt hast, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, dass man den richtigen Berater und einen guten Berater hat. Und das ist auch nicht per se, das ist ein guter Steuerberater, der kann jetzt ganz viel, weil das Steuerrecht ist sehr divers, um es mal so zu sagen. Und es gibt einfach unfassbar viele Punkte, wo man sich spezialisieren kann, wo man einen Schwerpunkt haben kann. Und das kann sein, dass der eine sich extrem gut mit E-Commerce auskennt, mit europäischem Umsatzsteuerrecht und so weiter. Und dann sitzt er vor einer
in der Erbschaft und weiß nicht, welchen Knopf er als nächstes drücken soll in der Software. Das ist vollkommen normal. Das ist ehrlicherweise bei Ärzten und bei Anwälten ja auch vollkommen normal, dass man irgendwann so eine fachliche Aufteilung hat. Bei Steuerberatern ist es ganz häufig noch nicht so der Fall. Das, was ich ganz häufig sehe, ist, dass auch viele Steuerberater einfach digitale Geschäftsmodelle nicht in der Form verstehen. Und wenn ich zum dritten Mal beim Steuerberater, auch wenn ich das erste Mal schon erklären muss, wenn ich sage, ich mache Affiliate-Marketing und der guckt mich an, als wenn er das noch nie gehört hat, dann scheint es von vornherein nicht der richtige Steuerberater zu sein. Natürlich könnte ich das dann immer noch erklären und wenn er dann wissbegierig ist und das auch begreift, was ich erzähle, dann ist das fein. Wenn das aber nicht fruchtet, diese Erklärungen, dann ist das halt auch so ein Thema. Wir hatten vor kurzem einen Fall beispielsweise von einer Mandantin, die veröffentlicht halt Bücher auf Amazon und verkauft da Bücher. Und dann kam sie und hat, ich weiß gar nicht von wem, vorher erklärt bekommen, dass sie da halt immer schauen muss, wo die Käufer sitzen und so weiter. So ganz wild irgendwas erklärt. Und das Ding ist halt aber, wenn man über Amazon Bücher verkauft, dann verkauft man gar keine Bücher über Amazon, sondern verkauft eigentlich die Lizenz, die Nutzungsrechte der Texte an Amazon und Amazon produziert daraus Bücher und Amazon verkauft dann die Bücher. Das heißt, man selber macht man verkauft gar keine physischen Produkte, man verkauft keine Bücher, sondern man verkauft Lizenzen an Amazon. Und dadurch ist das steuerlich wahnsinnig simpel. Aber das ist jetzt ein Beispiel für einen Fall, wo steuerlich eine Katastrophe passiert, wenn einer einfach nicht versteht, wie KDP funktioniert, wenn einer nicht weiß, wie Self-Publishing funktioniert, wenn einer die Plattform nicht kennt, wenn einer diese Verträge nicht kennt. Und dieser Steuerberater, der könnte fachlich der absolute Top-Steuerberater sein. Er versteht das Geschäftsmodell aber nicht, weil er offensichtlich den Fall noch nie hatte und sich dafür nicht interessiert hat und was auch immer. Und dann ist das halt ein schlechter Berater, auch wenn der fachlich vielleicht die größte Koryphäe überhaupt ist. Dann ist es aber der falsche Steuerberater. Deswegen gut und schlecht bedeutet nicht per se, der hat jetzt besonders viel drauf oder nicht, sondern es ist ganz viel auch einfach, der kennt sich mit dem Anwendungsfall, den man da selber hat, ganz gut aus. Mich könnte man zum Beispiel wahnsinnig gut jagen mit diesem Beispiel, was du erzählst hier. Bau, angefangene irgendwas. Frag mich nicht. Landwirtschaft, ganz, ganz, ganz übel. Ich habe überhaupt noch nie Berührungspunkte mit Landwirtschaft gehabt. Für all die Hörer, überlegt euch mal, einfach mal überlegen, wie man einen Betrieb mit lebenden Tieren bewertet. Ich meine, die haben ja auch irgendeinen Wert. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, außer in irgendwelchen Abschlussprüfungen, wo das als böse Frage mal dran kam, um die Durchschnittsnoten zu senken. Dann wurden da plötzlich mal solche Sachen gefragt. Und deswegen, es gibt kein per se gut oder schlecht, sondern ein zu dir passend oder zu dir nicht passend. Und ich glaube, dann bin ich ganz bei dir. Wenn es ein guter Berater ist, dann ist er sein Geld immer wert. Man sieht es nicht immer sofort auf dem Bankkonto. Und da gebe ich gerne meinen Steuerberater mal als Beispiel. Der hat irgendwann mal mitbekommen, dass ich wollte eine zweite GmbH gründen. Und das Ding ist, ich habe den ganzen Kram ja studiert. Und der hat wirklich eine E-Mail, ich glaube, ich weiß noch, was er geschrieben hat. Melchior, glaubst du nicht, dass eine Holding Sinn ergibt? 9 Worte. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat irgendwas mitbekommen und dann das war wirklich eine Zeile. Melchior, glaubst du nicht, dass eine Holding Sinn ergibt? Theoretisch weiß ich das, aber er kennt mich halt eine Weile und sagt, gut, Melchior, der wird alle 2-3 Jahre spätestens irgendwas Neues starten und so. In dem Fall ergibt es halt, so wie er mich kennt, wahrscheinlich Sinn. Und natürlich wusste ich es theoretisch, aber der Reminder an der Stelle, 9 Wörter, der hat mir inzwischen, ich glaube nicht 7-stellig, aber einen mittleren 6-stelligen Betrag an Steuern bestimmt schon gespart. Und das waren 9 Worte. Das war nicht viel Arbeit, aber das waren für mich sehr wertvolle 9 Worte und die Steuerersparnis kam nicht sofort danach. Man muss auch dazu sagen, er hat mir für diese 9 Worte nie eine Rechnung geschrieben. Ich wäre aber fein damit. Inzwischen wäre ich bereit dafür auch zu bezahlen. Nein, aber das ist so das ist generell bei Steuern halt wahnsinnig schwierig nachzuvollziehen, wo entsteht da gerade der Wert. Und da ist mein dringender Appell, nachfragen, immer nachfragen. Wenn man die Rechnung nicht versteht, nachfragen. Wenn man nicht versteht, warum da eine Position so und so ist, nachfragen. Wenn man nicht versteht, warum man bestimmte Dinge so machen soll, einfach immer nachfragen. Das hilft einem extrem. Und wenn man das Gefühl hat, so eine doofe Nachfrage nicht stellen zu können, ist es halt der falsche Berater oder die falsche Beraterin, weil man offensichtlich nicht transparent miteinander reden kann. Genau, das ist so ein bisschen meine Sicht darauf und dann geht es halt wirklich darum, wie kann ich eigentlich einen Steuerberater finden? Vielleicht hast du da auch noch Tipps, weil ich kann ja nicht die Arbeit bewerten. Die Frage höre ich auch manchmal, wie soll ich denn bewerten, ob der gut ist oder nicht? Soll ich jetzt mir mal die Buchhaltung geben lassen und das nachbuchen? Ich kann ja viel weniger als er. Wie soll ich denn bewerten, ob mein Berater gut ist oder nicht? Das kann ich ja erst bewerten, wenn es schon zu spät war. Ja gut, das Problem hast du wahrscheinlich auch bei jedem Dienstleister. Du kannst auch nicht fachlich bewerten, ob dein Arzt gut ist oder nicht. Das weißt du im Zweifel auch erst nach der OP. Aber ich bin der Überzeugung, wie man eine Sache macht, macht man alle Dinge. Mein Eindruck ist,
Also vielleicht generell zur Frage, wie finde ich überhaupt einen? Das ist tatsächlich leider aktuell schwierig. Es gibt in Deutschland zu wenig Steuerberater für zu viele Unternehmen. Es gibt laut der Statistik ungefähr 100.000 Steuerberater, aber es gibt eben 3 Millionen Unternehmen und Selbstständige. Das heißt, theoretisch kommt auf einen Steuerberater 30 Mandanten und das ist schon relativ viel, zumal auch der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Das heißt, viele von denen gehen auch in Rente. Also die Situation ist schon angespannt auf dem Steuerberatermarkt. Ich würde halt versuchen, möglichst jemanden zu finden, der sich mit meinem Geschäftsmodell auskennt. Also der muss jetzt nicht, finde ich, der muss jetzt nicht offen in all seinem Marketing auf eine Personengruppe spezialisiert sein. Ich glaube, dass die Zukunft darin liegt. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich committe mich volles Rohr auf Finanzdienstleister. Du findest auf meiner Webseite auch nur Finanzdienstleister. Du findest auch sonst keine Infos, weil ich nur das mache, weil ich eben den Vorteil sehe, ich kann mich spezialisieren, ich kann das Honorar beispielsweise sehr genau abschätzen, sehr transparent abrechnen. Ich kenne mich aber mittlerweile auch einfach in jedem Thema eines Finanzdienstleisters aus. Also du kannst mich jetzt mir eine Frage stellen, wie bei der Hanse Merkur ich oder bei sagen, der kann Allianz ich jetzt also bei der Ergo Pro endlich anfangen? Und du kannst mir nicht genau fragen, wie funktioniert das da mit der Stornoreservehaftung, und ich könnte dir das jetzt sagen, dass auf Seite 2, Zeile 4 der und der Betrag in der Gutschrift steht. Also das ist halt das, wo ich überzeugt von bin, dass es da hingehen muss, damit du einfach eine sehr hohe Beratungsqualität haben kannst als Mandant, aber auch liefern kannst als Berater. Weil das ist ja auch der Punkt, wenn ich jetzt 100 Finanzdienstleister in der Kanzlei habe, ich kann ja sogar sehen, warum der eine 150.000 Umsatz macht und der andere nur 30. Ich kann ja sogar betriebswirtschaftlich auf einmal beraten und dem, der 30.000 Euro Umsatz macht, dabei helfen, mehr Umsatz zu machen. Und es gibt auch genauso Kanzleien in Deutschland, die sich zum Beispiel auf E-Commerce spezialisiert haben. Da gibt es einige Kanzleien, die nur Online-Shops machen. Die kennen sich mit Shopify, mit all den ganzen anderen Schnittstellen-Tools aus. Die ziehen sich die Daten elektronisch. Super cool. Gibt es in verschiedenen Bereichen. Also ich würde wahrscheinlich versuchen, einen Steuerberater zu finden, der sich auf meine Branche spezialisiert hat. Das wäre das Erste. Wenn es sowas nicht gibt oder die keine Kapazitäten frei haben sollten, dann würde ich einen Steuerberater suchen, der sich vielleicht nicht nur auf mein Geschäftsmodell committed und spezialisiert hat, der sich aber mit dem Geschäftsmodell auskennt. Also um zu dem Beispiel von eben nochmal zu kommen, was du angesprochen hast. Wenn ich sage, mein Geschäftsmodell ist ein Digital-Business, dann sollte der Steuerberater schon den Unterschied zwischen Copecard Digistore und zwischen Stripe kennen. Also der sollte schon wissen, was ein Reseller-Modell und was ein Payment-Provider ist. Das sieht zwar auf den ersten Blick relativ gleich aus, aber die Vertragsbeziehungen sind völlig andere und auch die steuerlichen Konsequenzen sind völlig andere. Das heißt, dann würde ich mir jemanden suchen, der zumindest das Geschäftsmodell versteht und von dem ich das Gefühl habe, dass der auch weiß, was hier zu tun ist. Und dann muss es natürlich zwischenmenschlich auch noch gut passen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann bestimmte Fragen nicht stellen oder das ist irgendwie der falsche Typ, dann ist es auch nicht richtig. Es muss also auch irgendwie sich richtig anfühlen. Und der Aspekt, den ich eben angerissen habe, du kannst die Qualität natürlich im Vorfeld nicht beurteilen. Ich bin halt der Meinung, wie eine Person eine Sache macht, macht sie alle Sachen. Das heißt, wenn das ein Steuerberater ist, der zum Beispiel schon in der Phase der Mandatsanbahnung, du hast vielleicht den Vertrag noch gar nicht unterschrieben, dich da schon irgendwie 5 Tage warten lässt, bis er mal eine Mail beantwortet, da wird man davon ausgehen müssen, dass das auch in der Zusammenarbeit sich nicht bessern wird. Also meine These ist, Menschen verändern sich nicht von heute auf morgen. Das vor allen Dingen nicht von Situation zu Situation, ja, genau. Ja, aber also man kann das machen. Ja, wenn ich sage, ich will abnehmen, dann kann ich mit viel Schweiß und Arbeit auch abnehmen. Also man kann sich verändern, aber da gehört immer ein Wille dazu. Und wenn jetzt Menschen im normalen Berufsalltag 5 Tage warten, bis sie eine Mail beantworten, wird sich das nicht von heute auf morgen ändern. Und wenn sie es ändern wollen würden, hätten sie es ja schon geändert. Also ich sag mal, meistens merkt man ja schon am Anfang, passt das oder passt das nicht? Ist die Person tüchtig drauf und so weiter? Oder lässt er irgendwie um 16 Uhr den Stift fallen und ist für mich nicht mehr erreichbar? Ich sage nicht, man muss ständig erreichbar sein, aber es ist ja auch mein Anspruch als Steuerberater. Wenn ein Mandant eine dringende Frage hat, telefoniere ich mit dem auch abends um 20 Uhr. Und auch das ist mir relativ egal, ob die Kanzlei dazu hat oder nicht. Es ist einfach dann so. Oder wenn ein Mandant sagt, ich brauche Unterlagen für die Bank, es geht um eine dringende Darlehensgewährung, brauche ich bis so as soon as possible, dann ist das am nächsten Tag fertig, dann wird das vorgezogen. Und das ist ja auch mein Anspruch, dass du genau diesen Wert auch erfüllen kannst. Ja. Und das merkst du, glaube ich, schon an der Art und Weise, wie eine Person tickt, wie sie kommuniziert, wie sie eine Sache macht. Du merkst schon, ob das jemand ist, der sich reinhängen will und der auch noch Bock drauf hat.
eine hohe Qualität abzuliefern und der auch einen gewissen Anspruch an seine Arbeit hat, oder ob das jemand ist, der eigentlich mental schon sich in die Rente verabschiedet hat und sagt, auch das ist jetzt ein Mandant, so wie jeder andere, der bringt noch mal ein paar Euro mehr im Monat, dem aber eigentlich alles vollkommen egal ist. Das merkt man, glaube ich, relativ schnell im Gespräch und daran würde ich es dann auch festmachen. Das ist das, was ich meine mit Bauchgefühl. Es muss einfach passen und du brauchst einen Steuerberater, der wirklich zu dir passt und den du abends anrufen kannst und der dir auch immer noch eine Antwort gibt und der dein Geschäftsmodell versteht und der eben auch dann, wie in deinem Fall, Melchior, mal eine Mail schreibt und sagt, wie sieht es denn eigentlich hiermit aus? Ja, oder nutzt doch lieber Stripe statt Copecard oder nutzt doch lieber Copecard statt Stripe, nutzt doch lieber das und das. Das ist genau das, was auch so die Punkte, die du gesagt hattest, du kannst sogar jetzt in deiner Branche sogar betriebswirtschaftlich Hilfe geben. Das ist ja da genauso. Ich meine, wenn man startet und es gibt einen Steuerberater, der jetzt zum Beispiel nur Leute betreut, die so Online-Kurse und sowas verkaufen, der wird ja genau wissen, wie die Konditionen sind bei Digistore, Elopage, Copecard, Stripe, PayPal und Co. Und wird auch wissen, PayPal-Beispiel, Auszahlungsthematiken, Es gibt ja 1000 Sachen, die man wissen kann und sollte vielleicht, wo Erfahrungsaustausch da ist. Und das kann, wie du sagst, ja immer nur jemand, der sich auch darauf spezialisiert hat oder das irgendwie gemacht hat oder zumindest eine gewisse Bündelung in dem Bereich hat oder es halt einfach auch selber macht. Ich meine, es gibt genug Steuerberater, die zum Beispiel auch Content erstellen und die kennen sich wahrscheinlich mit dem Geschäftsmodell dann auch ganz gut aus. Aber das bringt einem halt diese Spezialisierung. Und ja, das schreibe ich zu 100%, dass das ein Riesenvorteil ist, weil man halt auch abseits der Steuer plötzlich einen Sparringspartner für viele Themen hat. Und ich habe den Eindruck, dass mittlerweile, also gerade so die jüngeren Steuerberater, die nachkommen, die machen sich auch viele Gedanken darüber. Also ich habe den Eindruck, dass die nächste Generation an Steuerberatern tatsächlich auch erpicht darauf ist, eine gute Qualität abzuliefern. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die wenigsten meiner Amtskollegen oder generell meiner Kollegen, ist ja kein Amt, aber Kollegen, nicht mehr, da bist du raus aus der Welt. Ja. Aber dass sie jetzt irgendwie keinen Anspruch an ihre Arbeit haben. Also ich glaube schon, dass viele das verstehen. Ich glaube, das merkt man auch innerhalb der Branche, dass zum Beispiel auch Unternehmenscoachings für Steuerberater auch gerade ganz gut laufen. Also es gibt verschiedene Anbieter, die Steuerberater darin coachen, wie sie bessere Steuerberater werden. Und die Tatsache, dass es da eine Nachfrage für gibt, zeigt ja auch, dass auch die Steuerberaterbranche sich zum Positiven entwickelt und auch, ich sag mal, anfängt, unternehmerischer zu denken, was eben dann eine Positionierung und eine Spezialisierung dann auch sinnvoll erscheinen lässt. Deswegen, ich glaube, es ändert sich da auch vieles zum Positiven. Ich glaube, die Steuerberaterbranche wird auch ein bisschen digitaler, als es das bisher so war. Aber gefühlt, würde ich sagen, hängt die Steuerberaterszene so 10 Jahre zurück. Also das, was so 2014 auf Instagram, YouTube und Co. in der Fitnessbranche angefangen hat, es fängt jetzt langsam in der Steuerbranche an. Also diese ganze Digitalisierung hängt aus meiner Sicht ein bisschen zurück. Aber es ist eine Frage der Zeit, dann wird das auch so sein. Und deswegen sage ich auch, am wichtigsten ist ein Steuerberater, bei dem es zwischenmenschlich passt, der entweder Ahnung von meinem Geschäftsmodell hat oder bereit ist, sich in dieses Geschäftsmodell reinzuversetzen und reinzuarbeiten. Aber du brauchst quasi jemanden mit der richtigen Grundeinstellung. Und da habe ich den Eindruck von denen, die jetzt die Steuerberaterprüfung machen, dass da viele dabei sind, die auch genau diese Einstellung haben. Insofern denke ich, man kann durchaus auch im Jahr 2024 noch einen guten Steuerberater finden. Nur wenn dann der Steuerberater eben einen gewissen Preis aufruft, dann muss man auch bereit sein, den zu bezahlen. Ja, also ich zum Beispiel würde jetzt nicht mit einem Mandanten irgendwie groß am Preis rumschrauben. Ich sage, ich habe meinen Preis, ich bin das wert. Wer das anders sieht, muss nicht Mandant werden, aber es ist halt so. Und wer dann Mandant wird, bekommt halt auch eine geile Qualität für den Preis und dann passt das. Ja, aber deswegen, vielleicht ist auch die Preisfrage, also ja, wenn man das Gefühl hat, man bekommt kaum eine Leistung und zahlt viel, dann muss man das Thema angehen. Aber vielleicht ist das Problem dann gar nicht das, was man zahlt, sondern das, was man eben nicht bekommt für das Geld. Deswegen, so kann man es wahrscheinlich auch sehen. Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine runde Sache. Jetzt wissen die Leute, wie sie die Steuerberaterrechnung zusammensetzt, wie sie einen Steuerberater finden und so weiter. Ich empfehle wirklich jedem einmal Blick Videobeschreibung, Shownotes, einfach mal den Rechner auszuprobieren, weil die Frage bekomme ich auch ganz häufig von Leuten, die auch noch keinen Steuerberater haben. Lohnt sich das dann schon? Ja, einfach mal die eigenen Zahlen da eingeben in so Rechner, dann weiß man, in welcher Range sich die Steuerberaterrechnung befindet und dann, wie du sagst, man kauft bei einem Steuerberater jetzt nicht nur eine Steuerersparnis ein, sondern idealerweise die Rechtssicherheit, die Steuerersparnis und die Zeitersparnis und das ist so eine Kombination und dann ist es am Ende immer eine persönliche Abwägungssache, ist es mir das wert oder nicht. Das ist ja auch ganz abhängig davon, wie sehr ist man durch rechtliche Unsicherheit gestresst oder wie lange braucht man, um Dinge selber zu machen. Wie ist der eigene Stundensatz eigentlich, den ich da gegenüberstellen kann, weil ich plötzlich arbeiten kann, statt meine Buchhaltung zu machen. Und das ist halt letztendlich irgendwie eine sehr individuelle Frage, aber ich glaube, mit den Informationen
kann oder können sich ein paar mehr Leute diese Frage auch beantworten. Deswegen vielen, vielen Dank dir, Ken, für deine Zeit. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuschauer für eure Zeit. Wir hören, sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.